30 Grad, Sonnenschein und neue Freundschaften. Wir haben Golo und Alina kennengelernt. Schaut gerne mal bei den Zweien auf Insta vorbei. Und Golo hat uns erzählt, dass er unbedingt mal surfen gehen will. Nichts leichter als das, wo wir im absoluten Surfparadies von Marokko standen, dachten wir uns und suchten den nächsten Surfshop. In Taghazout ließen wir uns beim Rasta Surfshop mit Equipment ausstatten. Shoutout an die Jungs vom Shop, die einen wirklich guten Job machen und sehr faire Preise haben. Am Strand hieß es dann noch letzte Handgriffe, bevor es für Golo das erste Mal mit dem Board ins Wasser ging. Wie das eben so ist, können Anton und ich super Tipps geben, die wir selbst nicht umsetzen können, aber das war ja nun auch Golos Job. Nach einer ersten Runde mit einer Menge Gepaddel gönnten wir uns einen Tee am Strand und machten weitere Trockenübungen. Dank der Hilfe von ein paar erfahreneren deutschen Surfern ging es danach mit ganz neuer Technik zurück ins Wasser. Stilvoll schwang sich Anton zurück auf sein Brett und die Trockenübungen scheinen gewirkt zu haben, denn Golo stand hier seine erste Welle und da war er sehr happy drüber. Falls ihr übrigens mal jemanden braucht, der euch motiviert, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Insta. Hype-Woman sein, dit kann ich. Yes! Woo! Woo! Nein! Nein! So, weiter geht's. Anton wurde gefilmt. Und ich hole mir jetzt mal mein Board zurück und mache das, was jemand kann, nämlich im Liegen surfen. Aber es macht doch Bock! Es ist richtig cool gerade und richtig viel Weißwasser, was für Anfänger halt 10 von 10 ist. Jetzt gönnen wir uns noch eine Stunde und dann sind wir eh alle völlig tot. Und dann gibt's Abendessen. Golo, hast du Bock? Ich habe richtig Bock. Take 2. Attacke Anton und Julie. Ich will da raus jetzt, ne? Dieses Rumgepimmel, wir hätten seit 8 Uhr schon im Wasser sein können. Ich gucke auf die Uhr, es ist 11 Uhr. Verstehe ich jetzt nicht. Verstehen wir auch nicht, Golo. Die Wellen am zweiten Tag waren jedenfalls nochmal eine Wucht. Der Muskelkater in den Schultern aber auch. Ihr habt es gesehen, wir waren heute und tatsächlich gestern nochmal surfen und hatten eben die geilste Dusche überhaupt. Und zwar hinter uns in der Moschee kann man für 10 Dirham, also umgerechnet ungefähr 1 Euro, duschen und aber ganz anders als bei uns. Du kriegst nämlich einfach einen Eimer voll mit Wasser, kriegst noch so einen kleinen Eimer dazu, gehst dann in den Toilettenraum und kippst dir diesen Eimer einfach die ganze Zeit über den Kopf, seifst dich halt ab und das ganze Wasser läuft halt immer in die Toilette, weil es ja so eine Stehtoilette ist. Ich habe es geliebt, total geil. Wo andere vielleicht sagen würden, würde ich mich nicht reintrauen, würde ich jedes Mal nochmal wieder reingehen. Thumbs up. Jetzt gehen wir essen mit Alina und Golo, die ziehen gerade noch die Hunde an und dann gibt's Tacos. Ich habe richtig Bock. Wir stehen gerade mit Golo und Alina kurz hinter Taghazout am Meer und es ist irgendwie das erste Mal so richtig wie Urlaub, seit wir in Marokko sind. Ich meine, mit der Aussicht kann man auch irgendwie nichts falsch machen. Wir waren gestern und vorgestern surfen, mega, mega geil. Irgendwie in Europa zahlt man für einen Surflehrer und 2 Stunden so um und bei 50 €, zumindest in Frankreich jetzt. Das haben wir vor 2 Jahren schon mal gemacht. Hier sind es ohne Lehrer einfach für die Tagesmiete 8 € und mit Lehrer für 2 Stunden plus den Rest des Tages für dich halt 25 €, was super günstig ist im Vergleich. Das heißt, wir gehen bestimmt die Tage noch mal ins Wasser. Und ansonsten haben wir gestern Abend in Alinas Geburtstag reingefeiert, haben einen Kuchen mit unserem Omnia gebacken, was hervorragend funktioniert hat. Jetzt muss ich Anton davon abbringen, dass ich hier ständig Kuchen backen muss. Mal gucken, wie ich das mache. Und ansonsten ist der Hund happy, wir sind happy. Das Wetter ist geil. Ich gehe jetzt mal ein Video für euch schneiden und schauen wir mal, wie es hier so weitergeht. Demnächst wollen wir in die Wüste. Das wird auch noch richtig spannend.
weil unser Auto aktuell wieder komische Geräusche macht. Es hat schon mal so angefangen, als wir eine kaputte Diesel-Einspritzdüse hatten. Und die haben wir für satte 800 € tauschen lassen. Scheißteil, Alter. Und ich sehe kommen, dass wir das wieder machen müssen mit der nächsten Diesel-Einspritzdüse. Gar kein Bock, aber wird wohl oder übel passieren und sehr wahrscheinlich in Marokko sein. Ihr werdet es dann sehen. Bleibt gespannt. Wir nutzten den schönen Nachmittag zum Kuchenessen und Kartenspielen, bis Golo dann die Solarzellen auf den Dülo stellen wollte. Das ist aber gefährlich, Golo. Wolltest du? Deutsche UVV sagt nein. Deutsche verstirbt in Marokko. Ja, ja. Oh Gott. Was ist das? Wenn sie fallen, immer mit dem Kopf voran, das ist wichtig. Sieht sonst nicht gut aus auf dem Video. Yes. Dann machen wir mal. Na komm, du kannst aus dem Stand runter. Wappa! Wir gehen jetzt Wikingerschach spielen mit den anderen beiden. Falsch, wir gewinnen Wikingerschach. Ja, ich wollte eigentlich sagen, wir werden sie jetzt gnadenlos abziehen. Ja, keine Gnade walten lassen. Nee, einfach gar nicht. Gewonnen hat der am Ende lacht. Das sagen auch nur die Verlierer. Wir wurden noch kurz von dieser Dromedar-Herde aufgehalten. Dann konnte das Spielfeld aber auch schon aufgebaut werden. Was sind eigentlich eure liebsten Spiele auf Reisen? Inspiriert uns doch gerne mal in den Kommentaren. Unser Wikingerschach ist eine kleine Ausgabe des großen Originals und wurde mir von einer guten Freundin geschenkt. Bisher eignet es sich hervorragend, um Kontakte zu knüpfen und Leute kennenzulernen. Eigentlich merkwürdig, wenn man bedenkt, dass einem zu jeder Zeit ein Stock um die Ohren fliegen kann. Während wir also erbitterlich um den Sieg kämpften, buddelte sich Monty ein Loch und ging mit Vella, der Hündin von Golo und Alina, spielen. Zuletzt liefen die beiden noch an den Sonnenuntergang. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen wunderschönen Tag. Wir standen gerade gut 7 Tage in Taghazout, einem Surfort unten an der Küste von Marokko, und haben da Golo und Alina kennengelernt und auch Pia und Ole. Und so haben wir irgendwie zu 6 unser kleines Camp aufgebaut und es war total cool. Die ersten 2 haben wir direkt am Anfang kennengelernt und Pia und Ole kamen irgendwie die letzten Tage dazu und es war mega schön. Und jetzt haben wir uns aber wieder ein bisschen aufgesplittet, haben aber den Plan, uns wieder zu treffen. Und jetzt geht es für uns erstmal Richtung Tafraout. Ich muss wieder überlegen, weil Taghazout und Tafraout, oh Gott, ich komme immer durcheinander. Für uns geht es nach Tafraout, weil es da ein paar blaue Steine gibt, die Anton unbedingt sehen möchte. Wir sind mal gespannt, wie begeistert wir sind, wenn wir noch da sind. Alina meinte nämlich schon, weiß nicht, ob sich das so lohnt. Aber das schauen wir dann. Und insofern haben wir jetzt 2,5 Stunden Bergstraßen vor uns. Anton ist begeistert, Monty nicht. Und ich schaue mal, was auf mich zukommt. Ich weiß, es ist für meine Verhältnisse relativ früh, aber jetzt ist es hell, deswegen müssen wir jetzt los. Let's go! Ja, fein! Bock! Und los! Falls ihr übrigens mal live unser Abenteuer miterleben wollt, folgt uns doch gerne mal auf Instagram. Oder wenn ihr auch mal kürzeren Content sehen wollt, schaut mal in unsere YouTube Shorts rein. Dort zeigen wir euch auch gerne mal, was uns so ein Monat in Marokko oder auch unsere Zeit in Spanien so gekostet hat. Immer mal wieder ganz interessant. Wir sind in Tafraout angekommen, heil und glücklich, nach 3 Stunden Fahrt heute Morgen, und die Strecke ist wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir gerade geduscht, waren vorher Tafraout angucken, einkaufen. Anton gönnt sich hier gerade auch schon ein leckeres, frisches Brot mit Avocado drauf. Richtig gut. Und jetzt geht es endlich zu den blauen Felsen. Vor allen Dingen haben wir aber geduscht. Das ist das, worüber ich wirklich, wirklich glücklich bin. Seit einer Woche ungeduscht gewesen.
glaube, einen Tag länger hätte man es auch noch aushalten können, aber dann wurde es wirklich mal Zeit. Ja, schön anders. Antje Joel, eine Journalistin der Süddeutschen, bezeichnete in einem Artikel der Zeichnung Tafraout als Ort hinterm Mond. Man muss zugeben, die Fahrt hierher dauert. Die blauen Steine sind dann aber auch nicht mehr weit. Aber wie zum Teufel kommen diese Steine eigentlich her? Nun ja, die Steine gab es schon, als 1984 der belgische Künstler Jean Véram, ich glaube zumindest er heißt so, 18 Tonnen Farbe über ihn verteilte. Allerdings stellten sich uns damit mehrere Fragen. A, wie kommt man auf diese Idee? Und B, vor allem, wie zum Teufel hat der Künstler das umgesetzt? 18 Tonnen Farbe. Das pinselt man nicht mal eben auf ein paar Steine, die teilweise über 40 Meter hoch sind. Blau, soweit das Auge reicht. Ist sehr schön hier. Sie sind nicht nur blau. Also der Großteil ist blau, aber es gibt auch gelb, orange, pink, rötlicher, lila habe ich auch schon gesehen. Also eine Menge Steine. Und jetzt müssen wir mal rausfinden, warum die eigentlich blau sind. Weil wer macht sich denn die Mühe, den ganzen Kram hier blau anzumalen? Also das ist nicht nur ein bisschen blau, das ist eine Menge blau. Und ich muss zugeben, wenn man ganz arg drin reibt, dann wird der Finger so ein ganz bisschen blau. Ich glaube, man sieht es in der Kamera nicht. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie nicht ganz unlöslich. Die Antwort: Der gute Jean hat sich die Feuerwehrmannschaft des Ortes geschnappt und mit Feuerwehrschläuchen die 18 Tonnen blaue und teilweise andersfarbige Farbe auf den Stein verteilt. Bis heute machen die das regelmäßig immer noch, aber ohne Künstler. Geht's da hoch und es sieht relativ sportlich aus, weil steil und wenig reingehauener Weg. Aber wir haben ja schon hier in dem Video oben gelernt, das verlinken wir euch nochmal, dass ein gutes Foto erst dann ein gutes Foto ist, wenn man dafür halb gestorben ist oder ganz früh in der Nacht aufgestanden ist. Letzteres ist es nicht, also muss es ersteres werden. So, gehen wir da links. Gefährlich. Nee, lohnt nicht. So, jetzt geht es tatsächlich weiter für uns auf den Nachtplatz. Wir haben zwar erst 17:30 Uhr, aber in so einer Stunde geht die Sonne unter. Und wir fahren jetzt in ein Tal rein, was so ein kleiner Geheimtipp sein soll, aber super hübsch, super schön mit ganz vielen Palmen drin. Und das sah auf Fotos richtig geil aus und deswegen fahren wir jetzt dahin. Den Weg zu Antonstal nutzten wir, um mal wieder ein paar sehr schöne Aufnahmen vom Auto zu machen. Falls ihr euch mal gefragt habt, wie das hier eigentlich gehen kann, nein, wir haben natürlich keine Drohne mehr dabei. Naja, Anton hat mich oben abgesetzt, ich habe das Auto gefilmt und zack, war er auch schon weg. Dann habe ich eine lange Zeit gewartet und glücklicherweise war er nett genug, mir entgegenzukommen und mich rückwärts wieder abzuholen. In der kleinen Oase angekommen, wollten wir eigentlich noch was zu essen finden, aber alle Restaurants hatten leider schon zu. Dementsprechend machten wir uns dann auf die Suche nach einem Nachtplatz, um dort noch etwas zu kochen. Das war's auch wieder mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne mal ein Like und einen Kommentar da und vielleicht auch ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und dann nehmen wir euch mit in die Wüste.